Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Heute male ich mal wieder mit einer sehr reduzierten Palette. Ich verwende für mein atmosphärisches Regenaquarell nur 3 Farben. Über das Arbeiten mit einer reduzierten Palette habe ich hier schon einige Videos gezeigt. Heute ist es wieder soweit. Ich arbeite mit 3 Farben: Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin, um ein sehr atmosphärisches Städteaquarell zu malen. Wenn dir das Video gefällt und hilfreich für dich ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar unter dem Video. Wenn du noch tiefer in das Thema Regen in der Stadt einsteigen möchtest, es gibt einen Online-Kurs, den ich dir gerne unter dem Video verlinke. In diesem Online-Kurs male ich ein Bild, das heißt Hamburg im Regen. Ich nehme dann natürlich nicht nur 3 Farben, sondern die gesamte Farbpalette. Es gibt im Kurs auch einige Übungen und ich erkläre ganz ausführlich, wie so ein Motiv entsteht. Nun aber viel Spaß mit diesem Video und der reduzierten Farbpalette. Die heute im Video verwendeten Materialien sind folgende Farben: Sienna gebrannt, Permanent Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarinblau von Schminke. Für die Akzente im fertigen Bild verwende ich Zinnoberrot hell von Schminke, die Farbe Lavender von Mielo und Titanweiß direkt aus der Tube von der Firma Schminke. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arches, Grafin 300 Gramm. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Und ich male mit meinen eigenen Pinseln. Das ist der Rotmaler-Pinsel in der Größe 10, der synthetische Pinsel zum Auswaschen, der Flachpinsel in der Größe 10 und der Eichhörnchenhaarpinsel für die großen Flächen in der Größe 12. Dieses Motiv der schönen Stadt Münster möchte ich heute im Video für euch malen. Wir sehen an diesem Foto hier schon, dass wir ganz stark in unserem Aquarell gleich vereinfachen müssen, denn wir haben so viele kleine Details, die ich in meinem Bild gar nicht alle unterbringen kann und auch nicht unterbringen möchte. Zunächst mal konzentriere ich mich hier auf die großen Formen, die ich sehen kann, und die separieren sich am besten, wenn wir durch die fast geschlossenen Augenlider hindurch blinzeln, bis nur noch große Schemen auf dem Blatt zu erkennen sind. Wir haben eine schöne Himmelsform, die ungleichmäßig ist, und wir haben eine durchgehende, etwas dunklere Form der Gebäude hier und wieder ein schönes Leuchten auf der Straße mit einer interessanten Wegführungsform. Diese Formen werde ich tonwertig etwas mehr übertreiben, sodass eine geschlossene Komposition entsteht. Als Bildfokus erfinde ich hier einen Lieferwagen, der gerade um die Ecke fährt und vor den dahinterliegenden Häusern besonders gut leuchten kann. Das Ganze soll atmosphärisch in einer regnerischen und etwas diesigen Atmosphäre stattfinden. Das Fotoreferenzmaterial und auch meine Skizze können die Unterstützer unseres Kanals sich auf unserer Steady-Seite zum Nacharbeiten herunterladen. Mein Bild heute male ich mit einer reduzierten Palette. Ich verwende nur 3 Farben. Man könnte sagen, es sind fast 3 Primärfarben. Ultramarin Feinst als Blauton, Burnt Sienna bzw. Sienna gebrannt ersetzt den Gelbton, das ist ein leuchtendes Orange, und ein kühles Rot, das ist bei mir Permanent Alizarin Crimson von Winsor Newton. Das ist mein Blau. Das ist das Sienna gebrannt. Wir sehen, es ist ein leuchtendes Orange-Braun und das kühle Rot als dritte Farbe. Alle 3 Farben zusammengemischt ergeben ein neutrales Grau. Dieses Grau kann ich natürlich in verschiedenen Tonwertstufen verwenden. Hier ist eine sehr helle Mischung mit viel Wasser und mit sehr wenig Wasser ergibt diese Graumischung fast die Farbe Schwarz. Und ich kann natürlich diese Graumischung, wenn ich eine Grundfarbe dominieren lasse, auch in eine bestimmte Farbtemperaturrichtung variieren. Ich lasse jetzt hier einmal das Blau dominieren, immer unter Verwendung aller 3 Farben, und bekomme ein gebrochenes Blau bzw. ein Blaugrau,
Ich kann das Sienna gebrannt dominieren lassen in dieser Mischung und bekomme dann ein wärmeres Grau. Und auch das Rot kann natürlich die Hauptrolle übernehmen in der Mischung und dann bekomme ich hier dieses Braun, beziehungsweise ich könnte mir auch ein Violett ermischen. Also wir sehen hier schon viele, viele Möglichkeiten der Variation und jetzt starte ich mit meinem Aquarell. Ich beginne mit einer sehr wässrigen, bläulichen Mischung für den Himmel und arbeite jetzt auf trockenem Papier, aber mit sehr nassem Pinselstrich. Strich für Strich wird die Himmelsfläche gemalt und zum Horizont hin kommt etwas weniger Farbe in die Mischung hinein. Jetzt variiere ich die Farbmischung und nehme etwas mehr Sienna gebrannt mit hinein. Und je weiter ich nach unten zu den Häusern komme, umso mehr Sienna gebrannt kommt in die Mischung hinein. Außerdem wird die Farbpfütze hier immer dicker und cremiger. Die Häuser können jetzt hier schon eine schöne Grundierung erhalten, die nicht mehr ganz so luftig und leicht sein sollte wie im Himmel. Die Kaffeehausschirme und den Lieferwagen spare ich aus. Und auch den Regenschirm und den Oberkörper meiner kleinen Figur hier rechts lasse ich weiß stehen. Am unteren Gebäuderand endet dieser Farbauftrag zunächst. Diese Kante hier unten möchte ich nicht ganz so gerade und gleichmäßig haben, deswegen setze ich ein paar feine Pinselspuren als Unterbrechung. Nun geht es weiter mit einem Strich klarem Wasser. Und in die Fläche der Straße kommt jetzt etwas leuchtenderes Sienna gebrannt. Und etwas Alizarin Karmesin, sehr, sehr leicht in der Mischung. Und wieder Blau im Anschluss. Die letzten Striche zum unteren Bildformatrand werden etwas cremiger in der Farbmischung. Dieser erste Farbauftrag muss jetzt einmal komplett durchtrocknen. Mein Himmel kann jetzt einmal komplett durchtrocknen und ich zeige dir jetzt mal ein ganz anderes Bild. Unser nächster Live-Malabend hier auf YouTube wird mit diesem Motiv gemalt werden. Und zwar ist das ein Live-Malabend am 24. Juni 2025 um 19 Uhr, an dem ich in Echtzeit dieses Motiv malen werde. Um einen Zugang zu diesem Live-Malabend zu bekommen, brauchst du ein 10€ Unterstützerpaket. Wir haben hier für unseren Kanal die Möglichkeit der Unterstützung ja geschaffen und es gibt ganz verschiedene Pakete, mit denen du unsere Arbeit wertschätzen kannst. Im 10€ Unterstützungspaket bekommst du unter anderem den Zugang zu den regelmäßigen Livestreams hier auf YouTube. Ich male immer ein Motiv, welches auf dem Kanal noch nicht zu sehen war und meistens gibt es noch einleitende Übungen vorher. Der Abend dauert ungefähr 2 Stunden und er wird aufgezeichnet und in dem Moment, wo du eine Mitgliedschaft abschließt, hast du auch gleich Zugriff auf alle vergangenen Abende. Ich glaube, diese Live-Abende sind eine sehr gute Sache, wenn du dich mit dem Thema Aquarell besonders intensiv auseinandersetzen möchtest. Vielen, vielen Dank an alle, die beim Unterstützerprogramm schon dabei sind. Ihr helft uns wirklich sehr, hier unsere Kosten zu decken und jede Woche einen neuen Film zum Thema Aquarellmalerei für euch herauszubringen. Bestimmt wird das wieder ein ganz toller Abend mit diesem nächtlichen Venedig-Motiv. Ich freue mich schon drauf. Es folgt jetzt der zweite Farbauftrag mit der gesamten Städtesilhouette, die ich als eine Farbsilhouette zusammenziehe. Und hier möchte ich einen um 2 bis 3 Stufen dunkleren Tonwert malen. Das heißt, meine Farbmischung hier wird jetzt cremiger. Ich beginne auf der linken Seite mit dem angeschnittenen Gebäude. Im oberen Bereich kommt etwas mehr Blau mit in die Mischung hinein und nach unten hin etwas mehr Sienna gebrannt.
Wichtig ist in diesen dunklen Farbaufträgen die Farbe oft zu variieren und trotzdem noch, obwohl man so viel Farbe auch nimmt, mit viel Wasser zu arbeiten. Weiter geht es mit den Gebäuden im Mittelgrund. Hier möchte ich etwas heller arbeiten, weil diese Häuser weiter entfernt sind. Möglichst mit einem weichen Übergang hier zum linken Gebäude hin. Und wieder mit viel Variation in der Farbtemperatur. Mal wärmer, mal kühler und immer mit viel Wasser. Ein paar extra Details mit richtig dunkler Farbe können jetzt hier noch in die Silhouette des linken Gebäudes. Solange wie die Fläche hier noch nass ist, geht das besonders gut, weil keine harten definierten Ränder entstehen. Mit der Sprühflasche sprühe ich ein paar Wassertropfen in diese dunkle Fläche hier hinein. Das gibt der ganzen Silhouette hier noch einmal eine neblige und dunstige Atmosphäre. Als nächstes beschäftige ich mich mit der Form des Lieferwagens, bevor ich dann die großen Formen der Spiegelung noch male. Das weiße Rechteck mache ich mit klarem Wasser nass und setze dann von unten kommend ein paar Spuren meiner Graumischung in den unteren Bereich des Autos hinein. Nach oben darf sich das Pigment selbst den Weg suchen. Wichtig ist nur, dass er im oberen Bereich wirklich hell sich vor dem dunklen Hintergrund abhebt. Unter dem Auto selbst gibt es einen sehr starken Schlagschatten und den male ich jetzt von Rad zu Rad mit einer kleinen Lücke. An dieser Stelle hier kann man durch das Auto hindurch gucken, sozusagen. Von meiner Regenschirmfigur hier rechts male ich den Unterkörper. Die Hose wird hier zum Oberkörper hin leicht angelöst. Später kommt noch ein Farbauftrag in die Jacke oben hinein. Für die Spiegelung mache ich die entsprechenden Bereiche mit klarem Wasser nass. Hier ist wichtig, dass kleinere Formen auf der Straße später hell stehen bleiben und diese Bereiche werden nicht nass gemacht. Dann mische ich mir einen kräftigen Violettton mit Blau und Rot. Ein bisschen Sienna gebrannt kann auch mit hinein. Und setze hier direkt an das Auto die Farbe. Jetzt kann man das Papier einmal steil halten, sodass die Farbe wirklich gut fließen kann.
Und auch in den Flächen ein wenig die Farbtemperatur variieren. Kommt jetzt etwas mehr Braun mit hinein. Nun sprühe ich das Ganze noch mit der Sprühflasche an. Und im unteren Bereich des Bildes verbinde ich die Farbflächen miteinander. Jetzt ist ein guter Moment, um die Wegführung hier noch auszuarbeiten. Ich hole jetzt zunächst mit dem Flachpinsel die hellere Bordsteinkante hier wieder heraus. Und auch einen dunklen Akzent gibt es unter dem Bordstein. Hier gibt es noch eine Spiegelung unter der Figur, auch hier unter diesen beiden Figuren. Hier wird eine Laterne gleich noch entstehen. Auch hier können wir schon die Spiegelung einfügen. Und jetzt muss das Bild noch einmal richtig gut trocknen. Der dritte Schritt ist immer die Ausarbeitung der Details. Und ich beginne jetzt mit den Fenstern bei den Häusern im Mittelgrund. Ich mische mir einen blau dominierten Grauton und setze die Fenster mit lockeren, durchbrochenen Pinselstrichen ein. Ich versuche zu erreichen, dass der Pinsel so schnell über das Papier gezogen wird, dass der Strich leicht aufreißt und so zwar dunkle Akzente zu erkennen sind, aber durch den unterbrochenen Strich die ganze Sache nicht zu schwerfällig aussieht. Wichtig ist auch jetzt hier nicht jedes Fenster zu malen und die leichte Schrägstellung der Perspektive hier immer zu beachten. Hier unten gibt es ein paar kräftigere Akzente für die Türen, Schaufenster. Eine andere Möglichkeit, zeichnerische Details in diese Fläche noch einzufügen, ist das Auswaschen. Und hier beginne ich jetzt mit der Laterne. Hier gibt es eine zweite Laterne, die ist etwas weiter weg. Und eine dritte. Es wäre natürlich auch möglich, Details in den Häusern auszuwaschen, wie so eine Zierkante hier oder auch mal eine Trennlinie. Aber ich denke, zu viel Details in dieser Haussilhouette ist nicht unbedingt hilfreich, denn die Sache soll in die Entfernung rutschen und je weniger Details wir dort erkennen können, umso geschlossener und stimmiger wird das gesamte Bild. Auch hier im Kirchenfenster können wir ein paar angedeutete Helligkeiten, nicht zu viel. Für die kleinen Akzente im Bild verwende ich jetzt noch 3 zusätzliche Farben. Das ist einmal Zinnoberrot hell für die Köpfe und für die Rücklichter, dann später für die Verkehrsschilder noch das Lavendelblau und zum Schluss mein Deckweiß direkt aus der Tube für Akzente.
Die roten Bremslichter sind natürlich hier ganz wichtig. Und auch in der Spiegelung findet sich ein wenig Rot. Das Rot können wir natürlich jetzt hier auch noch mehr einsetzen im Bild für rote Verkehrsschilder oder andere kleine Akzente. So, das möchte ich hier aber nicht so rot haben. Das ist zu rot. Die Laternen möchte ich noch ein bisschen mehr ausarbeiten. Hier kommt jetzt wieder meine Mischung aus allen drei verwendeten Grundfarben in einer sehr cremigen Konsistenz, sodass fast ein Schwarz entsteht zum Einsatz. Die Kaffeeschirme hier bette ich ein bisschen mehr ein. Zum Schluss gibt es noch ein paar Akzente mit Titanweiß direkt aus der Tube, hier auf den Köpfen und Schultern, auf den Laternenspitzen und vielleicht auch auf einer Seite. Immer vorsichtig und mit sehr feiner Pinselspitze. Ein bisschen Glanz hier auf die Spiegelungsform. Und dann ist mein regnerisches Städteaquarell fertig. So, ich hoffe, das heutige Motiv hat dir gefallen und du probierst es auch jetzt einmal aus. Das würde mich sehr freuen. Schreib mir gerne einen Kommentar, ob und wie dir das gelungen ist und ob du dir vielleicht noch mehr solche reduzierten Farbpalette-Videos hier auf meinem Kanal wünschst. Du kannst den Kanal abonnieren, das würde mich auch sehr freuen. Wenn du die graue Glocke unter dem Video drückst, dann wirst du sogar jedes Mal informiert, sobald ein neues Video online geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du möchtest, geht's nächste Woche weiter mit einem neuen Video zum Thema Aquarell. Tschüss, bis dahin.